Den riecht es auch schon nach Tod. Das ist doch Wahnsinn, dass wirklich alle weg sind. Kokosnüsse geklaut. Gut. Reißt euch zusammen. Ich habe verstanden, Kumpels, ich habe verstanden. Haltet Abstand. Okay, schade, dass es nicht drauf ist, aber mein Herz, das pochert mir jetzt noch bis zum Hals. Da waren sie, diese Riesenotter. Saßen keine 10 Meter entfernt von mir und haben mich angeschnauft. Alle in einem großen Rudel. Ich habe so viel Gefährliches über sie gehört. So, stopp mal eigentlich. Was ist hier gerade passiert? Überrascht zu werden von einem Rudel Riesenotter im Amazonas. Das heißt, diese Tiere seien so gefährlich, wenn wir Menschen denen begegnen, müssen wir ganz schnell die Leine ziehen, damit sie uns nicht angreifen und gegebenenfalls töten. Ich war besonders aufgeregt und neugierig, diese Tiere zu treffen. Und als sie dann jetzt da waren, sind alle Alarmglocken in mir angegangen. Und ich hatte Angst. Ich fühlte Zittrigkeit, Nervosität und Flucht. Doch nicht sehr stark. Alles nicht sehr stark. Alles vorhanden. Und alles das kommt aus meinem Kopf. Das kommt alles aus meinem Kopf, aus meinem Glauben zu wissen. Diese dummen Fakten, diese Tiere gerade, haben mir ganz klar gesagt, verschwinde. Das habe ich verstanden und getan. Ansonsten keinerlei Bedrohung. Darum heißt es für mich als Mensch, deren Grenzen und Distanz zu respektieren und zu achten. Die sind weg und ich bin weg. Dummerweise sind wir alle in die gleiche Richtung und sind uns deshalb nochmal begegnet. Und dabei hatte ich den Eindruck, dass sie das als Respektlosigkeit empfinden könnten. Und dann sind sie abgetaucht und ich dachte, na, die könnten ja jetzt jederzeit um mich herum auftauchen. Was aber nun schon 5 Minuten her ist. Ich habe noch keinen weiter gesehen und werde hier weiter meine Pause fortsetzen und das beobachten, wie das hier so weitergeht. Und mich befreien von diesen menschlichen Wissen, diesen ganzen Befürchtungen und zurückkommen zu meinem eigenen Gefühl. Was spricht mein Gefühl? Und mein Gefühl dort in der Situation gerade war ganz klar: verschwinde. Ich habe es verstanden, ich habe die Tiere verstanden. Bis hin zu, es ist alles in Ordnung. Wir können einander auf Distanz akzeptieren und respektieren. Danke, liebe Riesenotter. Danke für eine große Lektion. Gott, ich will das hier so sehr. Ich will das hier so sehr. Scheiße, ich weiß nicht, wie sehr ich das so sehr will. Aber ich will es lernen. In diesem Sinne. Freunde, auf viele weitere gemeinsame Abenteuer. Auf Leichtigkeit, Freude, Abenteuer, Leben und Erfahrung. Santa Isabel. Das ist eine Insel. Und da geht's weiter nach Barcelos. Hey, hey. Pause ist geschafft. Die große Sonne habe ich ausgesessen, habe die Zeit für mich genutzt, um zu essen,
zu atmen, mich zu dehnen, zu bewegen, ja, mich um mich zu kümmern. Die Sonne steht ganz oben. Oh, da ist sie. Und brennt auch noch ordentlich. Es war einfach zu heiß. Zu heiß, zu viel in der Hitze. Ich muss mich ein bisschen an der Zeit orientieren. Ich weiß, bis 15, 16 Uhr ist die große Hitze. Ich habe jetzt von 13 bis 15 Uhr hier gechillt. Will jetzt wieder los paddeln. Vielleicht noch mal 2-3 Stunden paddeln. Habe auch ein Ziel vor Augen, 15 Kilometer weit. Mal gucken, ob ich das erreiche. Bis später. Einmal mehr, dass ich in einem Dorf anhalte, mit der Hoffnung, mir hier Früchte kaufen zu können. Und einmal mehr, dass ich einen wie ausgestorbenen Ort vorfinde. Hier sind Satellitenschüsseln, hier sind auch kleine Pflanzen, also Beete. Hier sind viele verschiedene Häuser. Hier sind keine Tiere. Ich weiß es nicht. Ich mache mir weiter einen Eindruck. Und notfalls nehme ich mir einfach, was ich brauche, oder? So, das Dorf ist wirklich ausgestorben. Keine Ahnung, was hier los ist. Hier leben ganz offensichtlich Leute. Ich habe mich jetzt einfach mal bedient an sowohl diesen Limettenbaum hier, als auch an einer Kokosnuss bislang. Davon werde ich mir aber sicher noch 2 hier nehmen. Ja, hier, ich mag jedoch die gelben lieber. Die sind gleich hier drüben. Sonst sind ein paar Hunde hier am Start, die erst ein bisschen Krawall gemacht haben. Guck mal, hier über mir sind sie. Da, keine Ahnung, wie ich da rankomme. Ich kriege hier nur die Hände. Die gelben sind da viel geiler. Ja, und Dudes wie er hier. Hallo? Na, jetzt bist du ruhig, ne? Das ist gut. Danke dir. Hat erst Stress gemacht, aber jetzt ist er auch ganz entspannt. Er sieht, ich mache hier einfach mein Ding. Ich nehme mir ein paar Früchte, ruhe ein bisschen im Schatten und breche dann wieder auf. 4 Kokosnüsse später fühle ich mich richtig wohlgenährt und frischer Kraft. Bin aber dabei immer noch verwirrt darüber, dass dieser Ort einfach komplett leer ist. Seht mal, hier ist eine Schule. Hier, eine riesen Satellitenschüssel. Ich sollte gucken, ob hier das Internet frei ist. Und ansonsten, wie man sieht, leere Häuser. Das war's, echt. Überall leere Häuser. Also es riecht mehr nach Hund als nach Mann. Aber es riecht nach Hund und Mann. Hier sind Menschen. Hier gibt es Menschen, ganz offensichtlich, nur nicht zu dieser Zeit. Es ist doch Wahnsinn, dass wirklich alle weg sind. Die Alten, die Jungen, die Männer, die Frauen, alle weg. Wo sind die alle? So vieles, Leute, dass ich hier überhaupt nicht verstehe. Im Amazonas, im Norden des Amazonas. Hier ist alles so anders, als da, wo ich zuletzt war. Auf dem Rio Madeira. Völlig andere Gegend. Völlig andere Kultur. Sogar eine andere Religion. Hier sind es die Evangelien, da sind es die Katholiken. Also, es gibt so viel zu lernen. Hier riecht es auch schon nach Tod. Okay, was ich jetzt sehe, das irritiert mich dann doch sehr. Also hier ist ein Hühnerkäfig, leer mit einem toten Huhn drin. Was ist los, hä? Mann, und die Hunde, ich bin mir gar nicht sicher, ob die sich einfach freuen, dass sie einen Menschen hier haben,
oder ob sie beschützen. Ist doch komisch hier. Was bist du denn, Kleines? So eine Art Huhn? Wilder Vogel oder Futter? Was bist du? Ich bin dein Freund. Ich will dich nicht essen. Aha. Was ist es? Du willst Essen von mir haben, nicht wahr? Aha. Ich verstehe dich schon. Ah, ich hab kein Fressen. Komm her, du kannst ein bisschen Liebe haben. Ah ja. Na, was seid ihr denn? Wow. So schnell kann das gehen. Kurz mal nicht aufgepasst, unter einem Blatt ist eine Wabe oder ein Nest. Oder sitzen einfach nur Fliegen, die stechen und beißen und töten. Unter Umständen. So gefährlich ist der Dschungel. Mit Unachtsamkeit. Denn was die hübschen Wesen wollen, wie wir, wie ich, ist deren Ruhe. Und eine respektvolle Distanz. Wenn ich den alten Mann richtig verstanden habe, dann sagte er, dass er 70 Jahre alt ist. Hier leben auch noch mehr Menschen. Aber wo die sind, konnte ich leider nicht verstehen. Also außer, dass mein Portugiesisch für eine Konversation beim besten Willen nicht reicht, waren die Worte des alten Mannes kaum als Worte zu vernehmen. Und darüber hinaus aber war er super freundlich, hat gelächelt, war mir angenehm, ehrlich. Jetzt will ich meinen Kajak nehmen, fahre noch mal bis zum Ende des Dorfes, halt da noch mal an, vergreife mich noch mal an dem Kokosnussbaum, nehme aber meine Flasche mit und fülle sie mir für den Tag mit Kokosnusswasser. Das ist ziemlich cool. Fünf Kokosnüsse habe ich schon getrunken und habe hier noch eine ganze Flasche drin. Bin aufgeladen mit dem Kaffee. Diese habe ich benutzt. Ich habe es geklaut. Und nicht nur eine. Gleich 9 Stück. 9 Kokosnüsse. Ich habe die Kokosnüsse, ich habe die Kokosnuss. Ich habe die Kokosnüsse geklaut. Ja, hier ist eine Frucht, die kann ich nicht zuordnen. Die habe ich noch nie gesehen und noch nie gegessen. Was ist das für eine Frucht, die so sonderbar schmackhaft, aber irgendwie auch verführerisch giftig aussieht? Kein Plan. Sagt ihr es mir. Schreibt es bitte in die Kommentare.
Naja, ich habe schon einmal gesagt, doch für die Social Media Welt wird das jetzt ein bisschen komplizierter, denn ich lerne mit meinen Sinnen und die Öffentlichkeit aber interessieren die Fakten, nicht wahr? Darum bitte, erzählt mir was über die Fakten und ich erzähle euch was über die Sinne.